Thema Klimawandel ist eines der wichtigsten unserer Zeit, ohne Frage. Die Entscheidungen, die wir heute im Hier und Jetzt treffen, werden uns und alle Generationen nach uns betreffen. Aber dafür eine Vorstrafe in Kauf zu nehmen oder sich in Lebensgefahr zu begeben, never ever. Ich will auf jeden Fall mehr darüber erfahren und wissen, was treibt diese Aktivistinnen an. Ein Beispiel für eine weltweite Aktivismusbewegung ist Fridays for Future von Greta Thunberg. Weitere Gruppierungen mit Fokus auf Klimapolitik sind Extinction Rebellion oder Die letzte Generation. Angesichts von Hitzerekorden, Flutkatastrophen und Megadürren ist eines klar: Die Lage ist ernst. KlimaaktivistInnen finden, dass die Politik zu wenig für den Klimaschutz unternimmt. Zum Beispiel ein Tempolimit 120 durchsetzt. Und das, obwohl die Zeit drängt. Aktivismus ist vielfältig und manche Bewegungen haben den zivilen Ungehorsam für sich entdeckt. Der ist der Definition nach frei von Gewalt und endet da, wo es um Menschenleben geht. AktivistInnen nehmen zum Teil sehr viel in Kauf mit ihren Aktionen. Dennoch gibt es Stimmen in Politik und Justiz, die die Aktionen sehr kritisch sehen. Manche gehen so weit und sprechen von Klimaterroristen. Na, es gibt ja auch so Leute, die halt so weit gehen mit Aktivismus, dass sie sich auf die Straßen kleben. Was halten Sie? Das ist für mich ein Produzieren oder Provozieren auch. Und mit Provokation erreiche ich manche Leute, die sagen, das ist richtig, aber auch ganz viele, die sagen, das ist falsch. Dadurch, dass sie in den Medien sind und es Aufmerksamkeit gibt, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Ich finde, die regen sich alle drüber auf und vergleichen die mit der RAF, was der größte Schwachsinn des Jahrhunderts ist. Das ist natürlich blöde, wenn ein Krankenwagen dann gestoppt wird. Das finde ich nicht so gut. Aber grundsätzlich finde ich die Aktion gut. Und mich würde interessieren, ob Aktivistinnen keine Angst vor Strafen haben und was sie von nicht aktiven Menschen wie mir denken. Hello, Manon. Hey, Nigga. Wie geht's dir? Danke, dass du gekommen bist. Und ich habe mir extra Extensions angezogen wegen Extinction Rebellion. Wir üben das nochmal. Ja. Extinction Extinction Rebellion. Rebellion. Extinction Rebellion. Wie groß ist die Krise schon? Ich würde sagen, wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Deswegen, ich weiß nicht, wie viel schlimmer es noch werden soll, bis die Politik endlich handelt. Was könnte die Politik besser machen? Also es gäbe ganz einfache erste Schritte, zum Beispiel ein Tempolimit in Deutschland oder ein Gesetz verabschieden, was Lebensmittelverschwendung begrenzt, also Essen retten. Also es gäbe erste Baby-Steps, die sofort unternommen werden könnten. Gleichzeitig dürfen wir aber unsere Macht als Bevölkerung nicht unterschätzen. Gesellschaftliche Veränderungen haben immer nur stattgefunden, wenn Menschen den Leidensdruck so stark gespürt haben, dass sie auf die Straße gegangen sind. Aber das braucht auch immer Zeit. Iss mal kein Fleisch mehr, nimm mal keine Plastikbecher mehr. Die politisch Verantwortlichen müssen die Settings anders setzen. Solange SUVs gebaut werden, werden die Leute auch SUVs fahren. Manche Leute haben sich ja dann auch festgemacht, zum Beispiel die letzte Generation, sozusagen unsere Klimakleber? Unsere kleinen Klimakleber. Wenn die da auf einer Straße kleben, dann müssen erstmal Spezialisten kommen, um diesen Kleber wegzumachen. Weil wenn die einfach von der Straße gerissen würden, dann würden die sehr schwer verletzt werden. Und das dürfen die Polizisten auch nicht zulassen, dass ein Aktivist verletzt wird. Sollten sie eigentlich vermeiden. Du klebst dich auch eigentlich? Nee, kleben tue ich mich nicht. Ich bin ja Berufsmusikerin und mir sind einfach momentan noch meine Hände ein bisschen zu wichtig. Ich möchte nicht riskieren, dass mich doch mal jemand vom Pflaster reißt. Aber ich sitze dann da und stehe erst auf, wenn es heißt, die dritte Aufforderung und jetzt ist es eine Ordnungswidrigkeit und dann lasse ich mich abführen. Jeder geht eben seinen eigenen Weg. Ich persönlich betreibe Aktivismus auf meine Weise und nutze meine Ressourcen. Machst du Recycling